Wir nun zu unserem vorletzten Abschnitt unserer Vorlesung zur Kommunikation mit Kindern, und zwar zum Altruismus und Moralentwicklung. So, nun ist hier die Prüfungsfrage: Wie nennt sich die Stufe der Moralentwicklung, in der das Kind fähig ist, Fairness- und Gleichheitsprinzipien zu erkennen und umzusetzen? Und eine weitere Folie. Moral, was ist Moral? Hier wird davon ausgegangen, dass Moral die Fähigkeit ist, Recht von Unrecht zu unterscheiden und sich entsprechend dieser Unterscheidung zu verhalten. Das bedeutet also, dass moralische Gefühle empfunden werden, beruht darauf, dass der Mensch über soziale und kognitive Fähigkeiten verfügt, dass bestimmte genetische Faktoren vielleicht auch da sind und auch bestimmte Umweltfaktoren. Wir haben hier einen Film für Sie gefunden, den wir Ihnen gern vorstellen möchten, der die Moralentwicklung in besonderer Art und Weise zeigt. Bei diesem Film haben wir gesehen, dass schon 6 Monate alte Säuglinge in der Lage sind, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Selbstverständlich stellt sich hier die Frage, wie ist das möglich? Wie ist es, woran haben die das gelernt? Wie konnten die das lernen? Und aus diesem Grunde, weil diese Fragen noch offen sind und nicht beantwortbar sind, wir auf der anderen Seite aber gehört haben, was in den ersten 6 Monaten tatsächlich alles an Entwicklung passiert, und wie sehr es hier auch zur Verknüpfung von Verbindungen kommt, der sogenannten Synaptogenese, und damit auch zu plastizitären Veränderungen. Bedeutet das also, dass hier tatsächlich in dem Maße vermutlich wie die Gesichtererkennung dem Kind ja auch zeigt, was sozusagen bekannt ist, was nicht bekannt ist, oder ob das bekannte Gesicht lächelt oder nicht lächelt, da wahrscheinlich schon zwischen Gut und Böse zu unterscheiden lernt. Was natürlich noch nicht bedeutet, dass es nun diesem hohen Begriff der Moral entspricht, aber interessanterweise offenbar schon in diesem Alter in der Lage ist, dazwischen zu unterscheiden. Was auch wiederum bedeutet, dass diese von manchen Menschen vertretene Ansicht, ach, der ist doch noch viel zu klein, das kriegt er doch gar nicht mit, ja, offenbar nicht stimmt, sondern dass man tatsächlich auch hier genauso wie bei einem Kind, was 1, 2 Jahre älter ist, davon ausgehen kann, dass all das, was wir tun, auch von den Kindern realisiert wird. Is a human baby a purely amoral creature? Just a blank slate who learns from society to respond with compassion to suffering and with outrage to unfairness and injustice? Or is it possible that a baby understands right from wrong at the very start of his or her life? There's a growing body of scientific evidence to support the idea that perhaps some sense of good and evil is bred into the bone. I am Paul Bloom, a psychology professor at Yale University, and I'm part of a team exploring the moral life of babies. We're here at Yale University's Infant Cognition Center. This center researches what infants know about their physical worlds and their social worlds, and has been doing so for about the last 10 years. So my work here as a graduate student is what infants understand about people as good people and bad people. Whether a young infant, before they're being taught about these kinds of concepts, could make distinctions like these. All right, so we'll have you sit right here with her, and then just scoot her all the way up to the front of the table there. We run puppet shows in the lab. I need to do something fun now, okay? They are either hand puppets or little wooden shapes in which one character plays the role of the good guy and another character plays the role of the bad guy. Close the curtain. One puppet tries but fails to get to the top of the hill, sort of struggling and falling back down. On alternating trials, we show infants one character who comes and bumps the climbing character up the hill.
And down goes the curtain. If you're ready, up goes the curtain. On another trial, we have a character who comes and bumps the character down the hill. Down goes the curtain. And up goes the curtain. Infants see that interaction sort of over and over again, between 6 and 14 times. After they're sort of finished looking at it, when they're nice and bored, we simply ask them to choose between the two characters. All right, great. So we are all done with that part. We're just gonna have her choose between the puppets now. That one. All right, good job. That was the helpful guy, wasn't it? Astonishingly, really, we are finding that upwards of 80% of babies are choosing the character who was helpful over the character who was unhelpful. Okay, Ellie. All right, gorgeous. Can we have that ducky? Thank you. And up goes the curtain. In another of our tests is a character who has a ball, and he plays with his ball sort of happily, and then he drops his ball to one side of the stage or another. At the back of the stage, there are two characters, one of whom runs up when the ball goes over near him, grabs the ball, and gives the ball back to the character who dropped it. On the other hand, the character on the other side of the stage, when he runs up, he grabs the ball and runs off stage with it. So we are just going to have her choose between the puppets now. Hey, which one do you like? That guy? Okay. All right, that was the nice guy. I heard about the concept and I thought it was a really neat idea. We just like to participate in baby science. The girls really enjoy it. It's a lot of fun. To improve our chances of becoming better parents. In another scenario, we show infants a character who tries but fails to open a box. Okay, gorgeous one. Up goes the curtain. One character comes and helps him open the box after he struggles. And down goes the curtain. Up goes the curtain. Another character comes and jumps down on top of the box, preventing him from doing so. Okay, great. Now we're just going to have her choose between the puppets. Which one do you like? That one? So parents often ask us what it might mean that their baby seems to tell the difference between a nice guy and a mean guy. That's the only question I would really have is, how did my baby do? And one of the things I think it means is that we spend a lot of time worrying about teaching children the difference between good guys and bad guys in the world, good things and bad things. But that in fact these things might be something that infants just come to the world with. 50 years ago, we didn't understand a lot of what we understand now, what we take for granted. Die nächste daraus entwickelnde Frage, wenn diese Unterscheidung zwischen Gut und Böse möglich ist, wann entwickeln Kinder eigentlich Altruismus, also die Fähigkeit, anderen helfen zu wollen? Ist das genetisch oder ist das gelernt? Und auch hier gucken wir uns einen kleinen Film an, wo wir sehen, wann Kinder lernen, anderen zu helfen. But the Max Planck team also tested children and apes for their social skills. So, und hier, und hier. Oh. So, und hier. Fertig. Let's see, I'll put this one up here, and then I'll just put this one up. Oh. The help the kids gave was entirely spontaneous. Thank you. Dankeschön. Okay, all done. The surprise was that chimps also volunteer when an object is out of reach. So this suggests that potentially altruistic motivation to act on behalf of others is something that is shared among chimpanzees and
humans, and therefore something that maybe was already a characteristic of our common ancestor. But if the impulse to help has deep evolutionary roots, in humans it's blossomed. Habe ich da alles reingetan? Guck mal. Guck mal, Shishi, hier habe ich noch mehr. Ah? Guck. Oh. Ah. Ui. Die sind aber schwer, hä? Guck. Oh. Geht nicht. So, und drehen. Haha! While helping in chimps was limited to reaching tasks, human children are eager to help with all sorts of troubles. And what's more, they seem to enjoy it. Thank you so much. Thank you. So, wir haben jetzt diesen Film gesehen und gesehen, dass also Kinder schon in einem sehr frühen Alter, ohne dass die Mutter in irgendeiner Form gesagt hat, geh hin und gib ihm das zurück oder was ihm darunter gefallen ist, schon bereit sind, sofort hilfsbereit auf den anderen Menschen zu reagieren. Das ist eines so der schönen Experimente, die zeigt, wie sehr wir auch wahrscheinlich im Sinne der Epigenetik veranlagt sind, eher hilfreich, positiv auf unsere Umwelt zu reagieren, was aber auch wiederum bedeutet, was doch alles passieren muss im Leben eines Kindes oder dann auch eines Erwachsenen, wenn er genau oder sie zu dieser Hilfsbereitschaft nicht mehr bereit ist, nicht mehr in der Lage ist oder wenn er Aggression entwickelt, ja, gegen andere Menschen. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir das wissen, in unserer Behandlung von Kindern, dass wir dann auch auf ein bestimmtes Verhalten dieser Kinder hin Rückschlüsse führen können, in welchem sozialen Umfeld sich die Kinder befinden, unter welchen Stressoren die Kinder stehen und wir dann dementsprechend auch mit den Eltern reden müssen, wenn sich also Konflikte vermuten lassen, die die Gründe sind für verschiedenste Störungen, wie zum Beispiel Schlafstörungen oder erneutes Einnässen oder Einkoten, ja, wo also vermutet werden kann, dass also im Hintergrund Probleme im häuslichen Umfeld existieren, die dann sozusagen anders als mit Medikamenten angegangen werden müssen. So, wie entwickelt sich nun die Moral des Kindes? Hier ist eine zweistufige Vorgehensweise beschrieben worden von Piaget. Im ersten Stadium, was ungefähr seiner Meinung nach bis zum 8. Lebensjahr passiert ist, ist die Entwicklung der sogenannten heteronomen Moral zu beobachten. Das heißt, die Bewertung der Handlung orientiert sich an objektiven Konsequenzen und nicht an den Motiven, was also bedeutet, dieses Kind guckt, wie sozusagen die Autoritätsfigur darauf reagiert. Ja? Und wenn also der Lehrer sagt, das ist richtig, dann war das also richtig. Und wenn der Lehrer sagt, das war falsch, dann war das also in dem Moment unmoralisch. Ja? Das heißt, hier wird noch nicht entschieden oder darüber diskutiert, inwiefern sich das Kind eher daran orientieren könnte, was ist jetzt für ein anderes Kind gut oder was ist jetzt für ein anderes Kind richtig, sondern die Autoritätspersonen, ob nun der Lehrer oder die Eltern, haben hier einen ganz besonderen Einfluss auf die Bewertung, was gut und böse ist. Zwischen dem 8. oder 7., 8. und 10. Lebensjahr gibt es dann so eine Übergangsphase, wo das Kind in der Lage ist, auch die Perspektive des anderen zu übernehmen und durch soziale Interaktion mit Gleichaltrigen auch diese Dominanz der Autoritätsperson in Frage stellt. Und dann ab dem 11. bis 12. Lebensjahr
nach Piaget kommt es dann zu einem moralischen Relativismus, also zu einer autonomen Moral, wo also das Kind die Regeln anfängt zu überprüfen und gegebenenfalls auch die Regeln ändert. Dann also auch erkennt, dass Strafe angemessen sein kann. Ja? Was also auch bedeutet, dass man eigentlich in einem früheren Alter wenig mit Strafe erreichen kann, mit Bestrafung, weil das Kind mit Bestrafung nichts anzufangen ist, ne? Sondern das einfach nur als Abwertung seiner Person erlebt, aber nicht als eine Sache, aus der es lernen kann. Des Weiteren wird hier das erste Mal auch über Fairness und Gleichheitsprinzipien nachgedacht und damit im Zusammenhang auch darüber nachgedacht, inwiefern die Situation für die und die Person an sich fair war. Also nicht sozusagen von so einer generellen Fairness ausgegangen wird, sondern tatsächlich individuell auf die Situation angewendet wird. Und es werden dementsprechend auch Motive und Intentionen berücksichtigt. Die Kritik an dieser Moralentwicklung besteht darin, dass das Intentionsverständnis bei jüngeren Kindern, also jünger als 8 Jahre, unterschätzt wird, dass es wenig Evidenz für diese These gibt und dass Peer-Interaktionen per se moralische Entwicklung stimuliert. Andererseits war es aber auch so, dass diese Theorie von Piaget die Basis war für die weitaus differenziertere Entwicklung einer strukturalistischen Theorie von Kohlberg, die 5 Phasen unterscheidet und die darin endet, dass die höchste Form der Moral die unkonventionelle Moralphase ist. Das heißt, wo ich konkret überprüfe, ob die Regeln, die die Gesellschaft jetzt aufgestellt hat, tatsächlich für diese Situation Anwendung finden zu können. Zurück zur Prüfungsfrage, wie nennt sich die Stufe der Moralentwicklung, in der das Kind fähig ist, Fairness- und Gleichheitsprinzipien zu erkennen und umzusetzen? Das ist die autonome Stufe.